Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch wieder einen Klassiker, nämlich den klassischen Bienenstich vom Blech mit Hefeteig und einer deutschen Puddingbuttercreme. Ich habe euch ja vor Jahren einmal schon das Blitzrezept zu meinem Bienenstich gezeigt, aber jetzt habe ich gedacht, wo ist eigentlich mein Bienenstich? Der muss unbedingt auf den Kanal. Die Zutaten findet ihr wie immer hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Ihr müsst also nicht mitschreiben. Vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, denn jeden Sonntag um 10 Uhr gibt es hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo, manchmal auch Kekse. Letzte Woche hatte ich die leckeren Schokokekse. Schaut die unbedingt noch einmal an. Die sind super, super lecker. Wir starten mit unserem Bienenstich und dazu werden wir uns erstmal den Pudding kochen, damit der einfach schon auf Zimmertemperatur abkühlen kann, während wir dann den Hefeteig zubereiten. Ich habe hier Vanillepuddingpulver zum Kochen und zwar sind es so 80 Gramm, also 2 Tütchen sind es. Ihr könnt auch 80 Gramm Stärke einfach verwenden und dann eben Vanille dazufügen. Und den rühre ich jetzt einfach mit etwas von der Milch glatt. Wir brauchen für den Pudding natürlich einen 3/4 Liter Milch. Und so ein bisschen was hier brauchen wir für das Anrühren, einfach damit unser Puddingpulver schön geschmeidig bleibt und nicht klumpt. Ich habe jetzt so 125 Milliliter mal abgemessen von der Milch und den Rest, den kochen wir uns gleich auf und rühren dann hier unser angerührtes Pulver dazu. Das macht ihr auch so, wenn ihr Stärke nehmt, dann macht ihr es genauso. Der Unterschied ist einfach nur der, hier ist schon Vanille mit drin. Aber wir werden trotzdem noch etwas Vanillepaste hinzufügen und zwar 2 Teelöffel. Oder einen, sagen wir mal einen. 1 bis 2. So wie ihr es wollt. Den gerade noch unterrühren und ihr seht, dann kommen jetzt auch schon diese Pünktchen und die sind halt auch im Puddingpulver mit drin. So, wunderbar. Jetzt gehen wir an den Herd. So, hier habe ich meinen Topf. Den habe ich kalt ausgespült, mit kaltem Wasser einfach. Ist einfach ein alter Trick von meiner Großmutter. Da kommt jetzt die Milch mit hinein. Der Rest der Milch. Also wir brauchen insgesamt einen 3/4 Liter Milch. Da gebe ich noch 80 Gramm Zucker hinzu und rühre den gerade unter. Und hier können wir jetzt auch nochmal einen Teelöffel Vanillepaste hinzugeben. Nach Belieben natürlich nur, wenn ihr wollt. Dann haben wir wirklich Vanille satt in dem Pudding drin. Gerade so ein bisschen erhitzen und dann können wir auch schon unsere angerührte Stärke- oder Puddingmischung mit dazugeben. Unter ständigem Rühren aufkochen lassen. Und da bildet sich jetzt der Pudding, die Stärke bindet ab und dann lassen wir das Ganze so etwa 1 Minute köcheln. Die Hitze auf jeden Fall runterstellen, dass nichts anbrennt. Und ihr seht, das ist jetzt ein wunderschöner Pudding geworden. Sehr schön. Der Pudding ist fertig und wir können ihn vom Herd nehmen. Zum schnelleren Abkühlen einfach auf einen flachen Teller geben. Und damit sich beim Abkühlen jetzt keine Haut bildet, legt man einfach eine Frischhaltefolie oder auch ein Backpapier, das geht auch, oder ein Butterbrotpapier einfach oben drauf und dann lässt man das abkühlen. Ich stelle es jetzt bei mir auf den Balkon. Das könnt ihr auch am Vortag übrigens machen, damit einfach das ein bisschen schneller geht, wenn ihr dann den Kuchen herrichten wollt. Denn so ein Pudding braucht schon eine Weile zum Abkühlen. Für den Hefeteig benötige ich 500 Gramm Mehl. Ich nehme da einfach 405er Mehl. In die Mitte kommt eine Mulde und hier gießen wir gleich unsere Hefemilch hinein. Und zwar nehme ich für dieses Rezept einen Würfel Hefe, so ein bisschen zerbröckeln schon mal. Und dann habe ich hier lauwarme Milch und da gebe ich ein bisschen was drüber, dann kann man das schon mal gut auflösen. Gerne auch noch eine Prise Zucker hinzugeben, einfach zum Anspringen. Da löst sich die Hefe schön auf in der lauwarmen Milch. Die darf wirklich nur lauwarm sein, auf keinen Fall heiß, denn dann sterben die Hefebakterien ab und unser Hefeteig wird nichts. So, und jetzt unsere Hefemilch in die Mulde gießen. Das sind so 125 Milliliter Milch gewesen. Und jetzt können wir so ganz bisschen hier mit dem Mehl schon mal verrühren, von außen so ein bisschen was reinrühren in die Milch. Dann bildet sich ein schöner Vorteig. Die Hefe springt an durch den Zucker und durch das bisschen Mehl, was so ein bisschen darüber ist. Wunderbar. Und das lassen wir jetzt 15 Minuten einfach anspringen miteinander. Nach 15 Minuten sieht unser Vorteig so aus. Man sieht, dass er ist schön aufgegangen hier. Es steht so ein bisschen über dem Mehl. Sehr schön. Jetzt gebe ich die restliche lauwarme Milch einfach dazu. 80 Gramm Zucker.
ein Ei. Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben, natürlich, bei diesem Teig. Ganz wichtig. Das Ei hinzu. Und schließlich 150 Gramm zerlassene und wieder abgekühlte Butter. Auch wichtig, dass sie wieder abgekühlt ist, denn wir wollen ja die Hefe nicht abtöten vor der Zeit. Und was noch fehlt, das ist ganz klar, ist eine Prise Salz. Kleine Prise, auch für den runden Geschmack. Jetzt können wir das mit den Knethaken der Küchenmaschine oder des Rührgeräts verrühren, alles miteinander. So sieht nun unser Teig aus und der löst sich auch schon so ein bisschen vom Schüsselrand, wenn man so schlägt. Ich werde ihn jetzt einfach nochmal mit der Hand durchkneten und sollte der Teig noch irgendwie zu weich sein, einfach noch ein bisschen Mehl hinzufügen, möglichst aber nicht zu viel, einfach noch ein paar Mal schön durchkneten mit der Hand. Und wenn der Teig dann so richtig schön geschmeidig ist, dann ist er richtig. Man sagt immer so wie ein Ohrläppchen. Und ich habe jetzt hier gut noch 100 Gramm Mehl dazugefügt. Das hängt immer so ein bisschen von der Mehlkonsistenz ab, wie viel man letztendlich benötigt, von der Art des Mehls. Also einfach da noch ein bisschen mehr Mehl in der Hinterhand haben. So 500 bis 600 Gramm Mehl braucht man für diesen Teig. So langsam ist mein Teig fertig. Der darf jetzt erstmal eine halbe Stunde in der Schüssel an einem warmen Ort abgedeckt gehen. Er sollte keine Zugluft bekommen. Und in der Zwischenzeit machen wir dann schon mal den Mandelbelag fertig. Für unseren Bienenstich obendrauf brauchen wir 100 Gramm Butter. Dazu kommen 100 Gramm Zucker. Hinzu kommen 100 Gramm Sahne und ungefähr 2 Esslöffel Honig. So ungefähr. Und ich kann es ja wieder nicht lassen. Bei mir kommt noch etwas Vanille dazu. So ein bisschen. 1 Teelöffel oder ein halber. Das Ganze jetzt miteinander schön schmelzen lassen, bis der Zucker sich auch aufgelöst hat. Also einmal alles aufkochen lassen. Jetzt kommen hier die Mandelblättchen dazu, 200 Gramm. Also denkbar einfach und jetzt einfach vorsichtig die Blättchen noch unterheben, einmal aufkochen lassen und unser Belag ist schon fertig. Ich lasse das immer so eine Minute ungefähr dann köcheln und dann stelle ich es einfach runter und lasse es etwas abkühlen. So, jetzt ist auch unser Teig schon gegangen und ihr seht, er ist richtig schön groß geworden. Wir werden ihn jetzt hier auf der Arbeitsfläche noch einmal kurz durchkneten, dann ein bisschen entspannen lassen und dann kann man ihn auch schon ausrollen. So ein bisschen ausstoßen, gar nicht so großartig. Schon mal vielleicht beim Ausstoßen in Rechteckform bringen. So, da haben wir ihn schon. Jetzt rollen wir den Teig aus auf Backblechgröße. Und sollte er irgendwie noch bockig sein, beim Ausrollen dann einfach gerade kurz 5 Minuten entspannen lassen, nicht gleich weiterrollen. Aber wenn man ihn auch nicht so dolle bearbeitet nach der Gare, dann geht das auch. So ungefähr. Backblechgröße. Klebt auch nicht, ist noch ein bisschen bockig, aber der wird sich gleich entspannen. Und jetzt kommt unser Teig einfach hier rein. Dann kann man ihn noch so ein bisschen glatt drücken, in die Ecken drücken, dass überall gleichmäßig Teig ist. So, der Teig ist schön verteilt. Ich lasse ihn jetzt noch so 10 bis 15 Minuten entspannen, bevor ich die Mandelmasse darauf gebe. Gerade auch noch etwas einstechen, den Teig, denn dann wölbt er sich nicht so arg. Denn wir wollen ja hier eine Platte haben am Ende. Und nochmals 10 bis 15 Minuten ungefähr entspannen und gehen lassen. So, die zweite Gare ist rum. Schön nochmal aufgegangen, der Hefeteig. Das ist ganz, ganz wichtig. Die zweite Gare bitte nicht weglassen. Jetzt kommt hier die so etwas abgekühlte Füllung oben auf. Vorsichtig natürlich. Schön gleichmäßig. Können wir uns gleich noch schön verstreichen. Im Hintergrund heizt mein Ofen vor und es duftet super lecker nach Hefe und nach dem Honig.
Und das verstreiche ich mir jetzt einfach schön gleichmäßig auf dem Hefeteig. Und es ist auch wichtig, dass der Mandelbelag wirklich schon abgekühlt ist, so etwas, auf Zimmertemperatur oder lauwarm. Denn sonst tötet ihr die Hefe, bevor sie in den Ofen kommt, mit einem heißen Belag. Und das soll nicht sein, dann geht der Kuchen nicht gut auf. Richtig schön gleichmäßig verteilen, auch ruhig die Ecken nicht vergessen, denn wir wollen ja wirklich alle Stücke schön mit den Mandeln belegt haben. Und das Tolle an dem Blechkuchen ist einfach, dass man auch einen Teil dann einfrieren kann. Und wir können den leckeren Bienenstich ungefähr 30 Minuten backen. Ich würde aber schon mal nach 25 Minuten schauen. Nicht, dass er uns zu dunkel wird. Also so nach 20, 25 Minuten schon mal drauf schauen und schön golden ausbacken. Los geht's! Während der Bienenstich ausbackt, können wir schon mal unsere deutsche Pudding-Buttercreme fertig machen. Dazu gebe ich jetzt 100 Gramm weiche Butter in eine Schüssel. Die sollte wirklich ganz, ganz weich sein. Ich hatte die jetzt die ganze Zeit draußen stehen, also so sollte sie aussehen, damit sie sich jetzt gut aufschlagen lässt mit dem Puderzucker. Und da habe ich 2 Esslöffel. Der ist ein bisschen klumpig, aber das macht nichts. Der wird jetzt gleich mit verschlagen. Perfekt, der ist jetzt richtig schön weißcremig aufgeschlagen. Und jetzt geben wir einfach esslöffelweise unseren Pudding hinzu. Der ist ja jetzt auch auf Zimmertemperatur abgekühlt. Hier ist unser Pudding. Da seht ihr. Sehr schön, da ist keine Haut entstanden. Und den Pudding geben wir jetzt einfach esslöffelweise hier dazu. Ihr könnt den Pudding gerne auch vorher nochmal durchrühren, aber eigentlich brauchen wir es nicht, denn es wird ja hier durchgerührt. Ab und zu mal runterkratzen von den Seiten, dass wirklich auch die Butter dann auch mit hineingerührt wird. Und den Pudding wirklich nach und nach dazu rühren. Und ihr seht, da entsteht jetzt unsere Puddingcreme. Also nicht verzweifeln, wenn das zwischendurch so aussieht, als würde der sich nicht verbinden. Das klappt auf jeden Fall. Wichtig ist einfach, dass Butter und der Pudding die gleiche Temperatur haben. Fantastisch, unsere Pudding-Buttercreme ist fertig. Die stellen wir uns gerade beiseite und warten noch auf den Boden. Und dann können wir ihn auch schon aufschneiden und füllen. Und da kommt unser fantastischer Bienenstich. Ein ganz klein wenig zu dunkel ist er bei mir geworden. Ich habe zwischendurch auch abgedeckt mit einem Backpapier, als ich gemerkt habe, oh, mein Ofen macht wieder Zicken. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Er ist schön hochgegangen. Den Kuchen etwas abkühlen lassen und dann rausschneiden aus der Form. Wie immer. Und dann können wir auch unseren Backrahmen vorsichtig hochziehen. Ich zeige es mal von der Seite, da sieht man besser, wie hoch der Kuchen geworden ist. Richtig schön hoch. Und den werden wir uns jetzt einfach mal schneiden. Natürlich erstmal runterziehen von dem Backpapier. Und hier sieht man jetzt, wie schön hoch der Kuchen geworden ist. Und am besten schneidet man Bienenstich mit einem schönen Wellenschliffmesser. Und ich schneide ihn jetzt einfach schon mal in 4 Teile. Dann habe ich es nämlich leichter, ihn dann auch mittig durchzuschneiden, horizontal. Aber gerade so ein bisschen schieben. Da seht ihr auch, wie schön der Kuchen geworden ist. Richtig schön fluffig und ganz toll hochgegangen. Ja, und dann kann man nochmal durchschneiden. In der Mitte. Mache ich jetzt auch hier. Perfekt. Schneide erstmal den einen durch. Wunderbar. Perfekt. So sieht dann unser wunderschöner Boden aus. Und jetzt können wir das obere noch schneiden. Das ist auch ganz sinnvoll,
denn dann drückt es nicht so raus, wenn wir dann die Stücke servieren wollen. Das heißt, ich schneide jetzt die oberen Hälften jeweils nochmal durch und lege sie dann nachher, wenn es gefüllt ist, einfach auf. Und zwar teile ich das hier einfach nur nochmal in 4 Teile. Und ihr seht, mit dem Wellenschliffmesser geht das ganz gut. Hier auch nochmal. Und wenn ihr die andere Hälfte des Bienenstichs einfrieren wollt, dann macht das am besten ohne den gleich durchzuschneiden. Das könnt ihr dann machen, wenn er aufgetaut ist. Und dann können wir unseren Bienenstich auch schon füllen. Nehmt dazu ruhig auch den Backrahmen. Schön verstreichen. Das kann man auch spritzen mit dem Spritzbeutel. Geht auch wunderbar. Schön gleichmäßig. Ja, wunderschön. Da können wir ja schon unsere Oberteile aufsetzen. Einfach gerade alles wieder so aufsetzen, wie man es runtergenommen hat. Ein bisschen zusammenschieben. Jetzt gerade noch hier entlang streichen. Wunderschön. Unser Bienenstich ist fertig gefüllt und wir können ihn genießen. Ich freue mich wie immer aufs Probieren, ganz besonders. Ich liebe einfach Bienenstich so sehr. Ich nehme mir mal hier das größte Stück. Und dann schauen wir mal. Jetzt bräuchte ich eigentlich wieder eine größere Gabel. Geht super schön locker durch die Kruste. Ganz, ganz fluffiger Teig. Probieren wir mal. Sehr, sehr lecker. Wahnsinn, Bienenstich, ich liebe es einfach. Knusprige Kruste hier oben auf. Die zart zergehende Füllung. Und die Vanille, die auch drin ist, richtig lecker. Ihr seht, wie fluffig dieser Teig ist. Er ist richtig wunderschön aufgegangen. So muss ein Hefeteig sein. Schmeckt einfach traumhaft lecker. Das war mein klassischer Bienenstich mit Hefe. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr werdet es einmal ausprobieren. Es ist wirklich ein fantastisches Rezept. Es dauert etwas länger natürlich. Es ist schon ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich absolut. Und man kann ja einen Teil des Ganzen einfrieren und ein zweites Mal dann nochmal genießen. Vergesst also nicht, mir einen Daumen nach oben zu hinterlassen, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video gerne mit euren Freunden, mit der Familie. Das geht hier unten über den Teilen-Button. Vergesst auch bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Und nächste Woche sehen wir uns hier wieder am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß beim Backen. Tschüss!